Slowenien! Wir sind in Slowenien. Juhu, so schnell kann es gehen. Und hier ist einfach niemand. Kein Mensch, nichts. Verrückt. Wie ausgestorben. Wie in so einem Zombie-Film, wenn alle abgehauen sind. So sieht es ja aus. Wir sind jetzt, 10 Minuten, Viertelstunde, 15 Minuten ungefähr jetzt gerade jetzt hinter der slowenisch-ungarischen Grenze. Und hier sind jetzt schon die ganze Zeit, also wir machen kurz hier Pause. Und jetzt sind hier schon bestimmt 10, 15 Autos vorbeigefahren. Und also wir müssen sagen, bis jetzt gefallen uns die Leute sind sehr nett. Alle, die hier vorbeigefahren sind, haben alle gelächelt, gegrüßt, gewunken. Sehr sympathisch bis jetzt hier in Slowenien, gefällt uns. Ja, also ansonsten, es ist mal wieder sehr heiß. Unser Weg führt uns jetzt noch weiter in den Westen von Slowenien. Und mal gucken, was uns so alles erwartet und was wir so zu sehen bekommen. So, guten Morgen. Wir haben uns heute Nacht hier an einem See niedergelassen. Und weil das hier zu wenig Platz war, um das Zelt aufzubauen, haben wir einfach zwischen unseren Fahrrädern unser Mückennetz aufgespannt. Das ging eigentlich auch ganz gut. Keine Leute, war ziemlich ruhig. Nur die Schlafsäcke sind nass. Ja, nur die Schlafsäcke haben ein bisschen Morgentau abbekommen, aber die Sonne kommt gleich wieder rum. Da vorne sieht man sie, da ist sie schon überall und sie kommt hier langsam über den Hubbel rüber. Und dann haben wir hier auch dicke Sonne. Und dann trocknen die Schlafsäcke und dann radeln wir weiter. Und jetzt tun wir aufräumen und frühstücken und dann geht's weiter. Der nackte Tarzan da unten ist gerade wieder baden gegangen, bevor wir jetzt weiterfahren und er zu doll schwitzt. Unsere Räder sind schon gepackt. Meins auch, mit ganz viel Wäsche drauf. Dann geht's gleich weiter. Es ist mittlerweile Tag 3 in Slowenien. Es ist 20 nach 10. Wir haben 34 Grad und mussten gerade eine 14% Steigung hoch. Es geht bergab. Juhu. Heute der Tag hat es schon wieder echt in sich. Ganz viele Berge, es ist heiß und anstrengend und man merkt, dass man die letzten 2 Tage auch überwiegend bergauf gefahren ist. Jetzt habe ich mir gerade erstmal Magnesium genommen und jetzt, glaube ich, geht es ein bisschen besser. So, wo wir eben gerade beim Thema waren, bergauf fahren, da oben müssen wir hoch. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das schlängelt sich jetzt hier zwischendurch. Nochmal bergauf. Da hinten sind wir aber gerade runtergekommen. Sieht man leider jetzt gerade nicht mehr. Und die Slowenen sind echt nett. Die winken einem alle zu, egal ob sie auf dem Mofa fahren oder im Auto und hupen und grüßen einen. Die sind echt lieb hier.
Guten Morgen. Unser Plan ist heute nach Ljubljana zu fahren. Das ist die Hauptstadt von Slowenien. Das ist heute unser 4. Tag in Slowenien. Wir haben heute hier genächtigt. An einem Hopfenfeld? An einem Hopfenfeld. Da ist noch die Zeltunterlage. Die lassen wir gerade noch ein bisschen trocknen. Unsere Fahrräder. Ausrüstung sind wir gerade am Verpacken. Haben jetzt gerade eben gefrühstückt. Gestern Abend kam der Bauer aus Versehen vorbei. Stimmt, gestern Abend kam von da der Bauer mit einem kleinen Traktor mit einem Mähgerät hinten dran und mit einem Mädchen drauf, mit einem kleinen Mädchen. Und wir hatten, also der hat hier, wie man sieht, hier so an unserem Zelt vorbeigemäht. Hier war noch hohes Gras gewesen. Da lagen auch hier unsere Fahrräder. Dann kam er und hat aber dann angehalten. Dann habe ich kurz die Fahrräder weggeräumt. Er hat dabei aber auch gelächelt und gewunken und so und war also auch kein Problem gewesen. Er hat uns nicht weggescheucht. Er hat uns nicht weggescheucht. Er hat gewartet, hat gezeigt, hier, macht langsam, ganz ruhig. Und hat uns zugewunken. Danach ist er dann halt hier ums Feld rum und hat da noch gemäht, kam nochmal wieder. Dann saß ich nämlich noch draußen, waren noch Sachen am Erledigen. Also hier Blog schreiben und so ein Kram. Und da kam er dann nochmal wieder und hat auch nochmal zugewunken gehabt. Und ja, also wir hatten eine ruhige Nacht. Also hier sind die Leute wirklich alle sehr gastfreundlich und entspannt. Und in Slowenien macht Spaß. Also ist wirklich empfehlenswert hier zu reisen. Basti muss sich erstmal abkühlen. Wir haben uns eben gerade da hinten den Berg hochgekämpft. Und jetzt geht es auf der anderen Seite gleich runter. Beziehungsweise, ja, hoffentlich runter. Es war ein bisschen anstrengend. Jetzt ist er erstmal hier runtergeklettert und hat sich abgekühlt. Notfalls kann ich ihn auch retten, das ist kein Problem. Hallo. Das ist richtig schönes, kühles, frisches Quellwasser. Voll cool. Oh, kalt. So, wir sind jetzt oben angekommen. So gut wie oben, es geht nur noch ein paar Meter hoch, aber hier ist gerade so ein schöner Pauseplatz, wo wir uns gedacht haben, hier gönnen wir uns mal eine Pause. Weil wir jetzt fast oben angekommen sind. Es waren heute schon ca. 300 Höhenmeter. Und ja, also wir sind da hinten unten irgendwo gestartet. Der Weg ging hier so und irgendwo hinter diesen ganzen Hügeln da sind wir heute Morgen gestartet. Also ja, aber wir haben heute ein bisschen Glück mit dem Wetter. Ist ein bisschen bewölkt, daher nicht ganz so heiß, nicht so wie die letzten Tage zwischen 34 und 38 Grad, sondern lockere 30. So, wir haben es geschafft. Wir sind in der Hauptstadt angekommen von Slowenien. Da sind wir. Wir haben jetzt 20 vor 2. Sind eigentlich schneller als wir dachten. Wir sind jetzt, ich glaube, 56 Kilometer gefahren. Es ist schon wieder ziemlich warm. Wir sind oben auf der Burg angekommen. Oben auf der Burg. So, wir haben
heute Vormittag Ljubljana, die Hauptstadt, verlassen. Wir sind auf dem Weg nach Postojna. Da ist auch etwas ganz Cooles, und zwar die größte Höhle von Europa mit 24 Kilometer Gesamtlänge. Und da ist auch direkt die Ortschaft Predamia. Da ist die weltweit größte in eine Höhle in die Felswand eingebaute Burg der Welt. Sieht sehr spektakulär aus, schon auf den Fotos. Deswegen gucken wir uns das auch mal an heute, beziehungsweise morgen. Wir haben in Postojna uns eine Unterkunft genommen für 2 Nächte, damit wir morgen den ganzen Tag haben, die Höhle und die Burg zu erkunden. Außerdem gibt es da Drachen. Hallo, wir sind in Postojna und hier ist ja diese riesen Postojna Höhle, die größte Höhle von Europa, und die gucken wir uns heute ein bisschen genauer an. Wir begeben uns gerade zum Eingang, und zwar fährt man gleich als erstes mit so einer coolen Bahn durch die Höhle durch. Die ist übrigens seit, was stand da? 1800 noch was gibt es diese Bahn. Genau, 1819 wurde sie für den Tourismus aufgemacht. Und 1872 kam zum ersten Mal so eine Bahn. Das war dann so eine Loge, also so eine Lok-Mini. Und dann wurde sie also Elektro. So. Ja, dann gehen wir mal zum Eingang. Rauf, 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 immer die Treppe rauf. Ne? Treppen magst du? Ja, jetzt schon. Jetzt mag ich. Ah ja, da ist der Eingang. Ich muss ja auch heute keine 60 Kilometer Fahrrad fahren. Nee, heute nicht. Okay. Heute ausnahmsweise nicht. Ja, und da ist der fette Eingang von der Höhle. Ich weiß nicht, ob er mich versteht bei dem Regen hier. Wir waren jetzt eben in der Postojna Cave gewesen, also die große Höhle, was ihr auch eben gesehen habt. Jetzt wollten wir noch zu der Predamia Burg, die größte Burg der Welt, die in einem Berg eingebaut ist, mit eigener Höhle und so. Aber wir sind jetzt hier die ganze Zeit bergauf gefahren, weil das von der Höhle noch ca. 10 Kilometer sind, und dann fing es volle Wucht an zu pissen, also richtig doll zu regnen. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber Ich habe noch die Jacke an, deswegen bin ich nur unten. wir sind komplett nass, und es sieht auch nicht so aus, als würde es nochmal aufhören. Wetterbericht sagt auch nicht, dass es aufhören wird. Deswegen sind wir gerade überlegen, was wir machen. Ob wir jetzt noch die letzten 2,5 Kilometer hoch zur Burg fahren, dann ca. 2 Stunden komplett nass durch eine Höhle, wo nur 12 Grad drin sind, rumeiern. Oder ob wir sagen, naja komm, egal. Ja, Burg mit Höhle.
oder ob wir jetzt sagen, naja, egal. Und wir hauen ab. Das Problem ist, es ist schon bezahlt. Wir zahlen mit Preis drin. Also wir haben zwei, also ein Ticket für die Burg und die Höhle. Deswegen ist es schon bezahlt. Ja, weil es in Kombination günstiger war, aber das jetzt... Ja, ist blöd, ne? Ich sag mal, noch nasser kann man nicht mehr werden. Ach, nö. Achso, ja, und donnern tut's übrigens auch. Ich glaube, wir warten doch noch mal. Es regnet noch ein bisschen zu doll. Da. Und die Sonne scheint sogar. Wir sind angekommen. Da hinten ist die Burg. Die Sonne scheint. Eine feuchte Unterhose. Und Basti hat eine feuchte Unterhose. Aber meine ist auch nicht viel trockener. Die Schuhe quietschen. Ui, ui, ui. Ja. Aber das lassen wir uns jetzt nicht verderben. Dafür sind wir extra hierher gekommen. Außerdem haben wir nachher eine Unterkunft nochmal, wo wir uns trocknen und duschen können und Sachen aufhängen können. Also alles halb so wild. Außerdem, wenn wir uns ein bisschen Regen jetzt auffällt, dann haben wir was ganz falsch gemacht mit unserer Wildreise. Genau. So, wir gehen uns jetzt die Burg angucken. Wiedersehen. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es regnet ganz schön extrem. Gerade war Hagel und der Hagel, die Körner liegen auch noch hier irgendwo rum überall. Die sind so groß wie hier der Nagel von meinem großen Daumen. Also von meinem Daumen. Und wenn man uns mal runter guckt, wir sind komplett durch. Arschkalt. Und es wird langsam ganz schön kalt. Ich glaube, wir müssen weiter. Es hat wenigstens aufgehört zu hageln. Ohne Hagel geht's. Scheiße. Guten Hallo. Ja, wir sind heute Morgen an unserer Unterkunft in Prostonia losgefahren und sind jetzt auf dem Weg nach Kroatien. Haben jetzt die ersten 18 Kilometer hinter uns. Die Gesamtstrecke von unserer Unterkunft bis zum Strand, also in Kroatien am Mittelmeer, sind knapp 65 Kilometer. Das heißt, wir haben schon ein gutes Stück geschafft. Wir werden auch heute rankommen. Zu Kroatien muss man sagen, wegen der Corona-Zeit jetzt aktuell sollte man sich vorab registrieren. Also quasi einfach nur, wann man einreist, bis wann man bleibt, welche Unterkunft und halt die ganz normalen Passdaten. Das kann man vorab im Internet machen, um ein bisschen Zeit zu sparen an der Grenze, weil sonst muss man das an der Grenze ausfüllen. Und so wirst du halt direkt auf eine Bahn geleitet, wo nur kurz gegengecheckt wird und dann kannst du weiterfahren. Aber ich glaube, an der Grenze wird ziemlich viel los sein, weil hier ziemlich viel internationaler Verkehr ist. Und ganz stark vorne vertreten sind die Deutschen. Also man kann sagen, man sieht hier, jedes zweite Auto hat eigentlich, oder mehr als mindestens jedes zweite Auto, haben ja teilweise auch schon 6, 7 Autos hintereinander, deutsche Kennzeichen. Und man sieht auch mehr deutsche Kennzeichen als slowenische, gefolgt von den Polen und den Österreichern. Aber es ist krass, wie viele deutsche Kennzeichen hier lang fahren. Ja, also man kommt sich eigentlich eher vor, als wenn man gerade durch Deutschland fahren, weil man eher sagt, oh guck mal, ein slowenisches Kennzeichen, oh guck mal, ein tschechisches und nicht, oh guck mal, ein deutsches. Das kannst du bei jedem zweiten Auto sagen. Es ist schon ziemlich krass. Und naja,
Wir sind auf dem Weg nach Kroatien und wir hoffen, dass wir heute Abend zur Krönung dann nochmal ins Mittelmeer springen können. Wir werden sehen. Wir können das Meer sehen. Das Mittelmeer ist in Sichtweite. Jetzt geht's bergab zum Mittelmeer. Dein kann man es erkennen. Wundervoll. Geil. Perfekt.